der Gesang fern von unserer Zeit. So tief in mein Herz dringt das Lied der Berge. Mein Herz möchte singen vor Seligkeit. Mein Herz wünscht ein Vogel zu sein, dessen frohes Lied hoch vom Baume erklingt. Mein Herz möchte schlagen wie Glockenklang, den der Schall zu mir bringt. Und jauchzen vor Fröhlichkeit wie ein Bach, der von Felsklippen springt. Und jubeln so laut, wie die Lerche im Ätherblau singt. Liebeslang klingen meine Lieder, weil Lieder für mich meine Träume sind. Mein Herz wird vergnügt
Ehrwürdige Mutter. Schwester Bernice? Ich kann sie nirgendwo finden. Maria? Sie ist wieder einmal verschwunden. Das Beste wäre, man würde ihr eine Kuhglocke um den Hals hängen. Vielleicht ist sie im Stall. Sie wissen doch, wie sehr sie die Tiere liebt. Ich war schon überall, Schwester, an allen möglichen Plätzen. Schwester Berenice, da es sich um Maria handelt, schlage ich vor, Sie suchen an Plätzen, die unmöglich sind. Ich hoffe, ehrwürdige Mutter, dieser neuerliche Vorfall wird euch in euren Zweifeln bekräftigen, die ihr in Bezug auf Marias Zukunft hegt. Ich versuche im Allgemeinen meinen Zweifeln treu zu bleiben, Schwester Bertha. Ich finde die Wolle eines schwarzen Schafes genauso warm wie die eines Weißen. Wir reden hier nicht über Schafe, ob schwarze oder weiße, Schwester Margareta. Von allen Kandidatinnen für das Noviziat, würde ich sagen, hat Maria die allergeringste Aussicht. Kinder, wir haben uns eben über die Befähigung einiger unserer Postulantinnen unterhalten. Die Meisterin der Novizinnen und die Meisterin der Postulantinnen sind dabei, mich bei der Auswahl zu beraten. Beide sind aber unterschiedlicher Meinung. Sagen Sie mir, Schwester Beate, was halten Sie von Maria? Sie ist ein wunderbarer Mensch. Manches Mal. Schwester Agathe? Es ist sehr leicht, sie gern zu haben, wenn es nicht gerade schwer ist. Und Sie, Schwester Sophia? Ich habe sie von Herzen gern, aber irgendwie macht sie immer Dummheiten. Genau das, was ich auch sage. Sie hopst und schlägt sich auf das Knie, ihr Kleid ist lederlich. Und Walzer tanzt sie auf dem Weg zur Messe öffentlich. Und unter ihrem Schleier trägt sie Lockenwickler gar. Und immer singt sie Schlager gerade Abend. Und kommt sie zur Kapelle, meist zu spät stellt sie sich ein. Sie ist einfach kein Verlass auf sie. Und so wird's immer sein. Ich sag's nicht gern, doch hab ich so ein komisches Gefühl. Maria kennt noch nicht den Ernst des Lebens. Ich hätte gern noch ein Wort dazu gesagt. Dann sagen Sie es, Schwester Margareta. Maria macht mir Spaß. Ist es zu lösen, das Problem, Maria? Halt eine Wolke fest mit dicken Tau. Wer definiert mit einem Wort Maria? Ein Plotter, der irgendein nehme ich nicht ernst. Ein Clown. Ihr möchtet über vieles mit ihr reden. Bitte, dann tut es, nehmt sie an die Hand. Doch wie stelle ich es an, dass ich sie auch fesseln kann? Greift doch mal eine Welle auf dem Strand. Ja, ist es zu lösen, das Problem, Maria? Halt einen Stern vom Himmel in der Hand. Und bin ich mit ihr allein, komme ich in Seelenpein, völlig durcheinander wirft sie mein Programm. Sie ist wechselnd wie das Wetter, Flüchtig wie verwehte Blätter, sie ist reizend, ist ein Dämon, ist ein Lamm. Sie erbittet und erpresst, treibt Hornissen aus dem Nest. und dann kann sie so verdreht sein wie der Wind. Sie ist artig, sie ist fein und sie kann ein Rätsel sein. Sie ist schrecklich, nein, ein Engel. Sie ist ein Kind. Wie aber löst man das Problem, Maria? Halt eine Wolke fest mit dicken Tau. Wer definiert mit einem Wort Maria? Ein flatternder Irrwisch, ein nehme ich nicht ernst, ein Clown. Man möchte über vieles mit ihr reden. Es zu erfassen hat sie den Verstand. Doch wie stellt es einer an, dass er sie auch fesseln kann? Wie fängt man eine Welle auf dem Strand? Ja, wie aber löst man das Problem, Maria? Halt einen Stern vom Himmel in der Hand.
Sie können jetzt hineingehen, Maria. Komm her, mein Kind. Setz dich dorthin. Oh, ehrwürdige Mutter, es tut mir so leid. Ich konnte aber nicht widerstehen. Das Tor war offen, die Berge winkten Maria, und bevor ich... Ich habe dich nicht hergerufen, damit du dich entschuldigst. Oh, bitte, Mutter, lassen Sie mich um Verzeihung bitten. Wenn es dir ein Bedürfnis ist. Ja, es war herrlich. Der Himmel war so blau und die Wiesen waren so grün und die Blumen dufteten und die Vögel sangen. Der Untersberg lockte mich höher und höher, als ob er wollte, dass ich hinauf in den Himmel steige. Aber Kind, wenn du dich dort oben verirrt hättest. Ich verirre mich doch da oben nicht. Es ist mein Berg, da bin ich groß geworden. Und der Berg hat mich auch zu Ihnen geführt. So? Ich bin als Kind oft auf einen Baum geklettert und von dort konnte ich in den Klostergarten sehen. Die Schwestern arbeiteten oder sie sangen auf dem Weg zur Vesper. Da fällt mir ein, ich habe noch ein Gebot übertreten, ehrwürdige Mutter. Ach, ich habe draußen gesungen, obwohl es verboten ist. Maria, nur hier im Kloster ist es den Postulantinnen verboten zu singen. Ich kann mir nicht helfen, ich muss singen, wo ich auch bin. Noch viel schlimmer ist, ich muss immer alles gleich sagen. Alles, was ich denke, was ich fühle. Ich würde das als Offenheit bezeichnen. Aber das ist doch furchtbar, ehrwürdige Mutter. Wissen Sie, dass Schwester Bertha mich immer zwingt, den Boden zu küssen, wenn wir eine Meinungsverschiedenheit hatten? Und wenn ich sie jetzt kommen sehe, küsse ich den Boden schon vorher, weil ich ja weiß, was kommt. Maria, als du uns damals über die Klostermauer beobachtet hast und eine der unseren werden wolltest, hast du an die Opfer gedacht, die du dann bringen müsstest? Nein, Mutter, aber ich versuche es ernsthaft. Ich habe schon viel gelernt, bestimmt. Und was ist wohl das Wichtigste, was du hier gelernt hast, mein Kind? Zu ergründen, welches der Wille Gottes ist und immer danach zu handeln. Maria, es scheint Gottes Wille zu sein, dass du uns verlässt. Hier Nur weggehen? für eine Weile, Maria. Oh nein, Mutter, bitte nicht. Bitte schicken Sie mich nicht weg. Ich kann hier nicht mehr weg. Hier ist mein Zuhause, meine Familie. Hier ist mein Leben. Bist du auch wirklich bereit dafür? Ja, ganz bestimmt. Ich glaube, wenn du für einige Zeit in die Welt gehst, mit dem Wissen, was hier von dir verlangt wird, dann erst wirst du sagen können, ob du wirklich reif dafür bist. Ich weiß, was von mir verlangt wird, Mutter, und ich kann es schaffen. Bitte glauben Sie mir. Maria. Ja, Mutter. Wenn es Gottes Wille ist. Es handelt sich um eine Familie in der Nähe von Salzburg, die bis Ende September eine Erzieherin braucht. Ende September? Es sind 7 Kinder zu beaufsichtigen. 7 Kinder? Du hast doch Kinder gern, Maria. Ach, schon, aber gleich 7? Ich gebe Kapitän von Trapp Bescheid, dass er dich morgen erwarten kann. Kapitän? Er war Korvettenkapitän der Kaiserlichen Marine, ein vornehmer und tapferer Mann. Seine Frau starb vor einigen Jahren und er ist mit den Kindern allein geblieben. Ich hörte nur, dass es schwierig für ihn war, eine Erzieherin längere Zeit zu halten. Wieso schwierig, ehrwürdige Mutter? Unser Herr wird dir die Antwort auf deine Frage schon geben. Wenn der Herr eine Tür schließt, öffnet er irgendwo ein Fenster. Was dieser Tag mir bringt, wer weiß es? Was in der Ferne winkt, wer weiß es? Ich hab oft sagen hören, es wär schön in der Welt, wär man frei. Mein Herz müsste fröhlich aufjauchzen. Und doch ist es schwerer als Blei. Ich wollt ja ein Abenteuer, was keiner wollt.
Kapitän mit 7 Kindern. Ist nichts Schlimmes, wirklich nicht. Oh, ich muss meine Zweifel besiegen. Tu ich's nicht, ja, dann fehlt mir's an Mut. Was man anfängt, das führt man zum Ende. Ach, und womöglich wird alles noch gut. Ein bisschen mehr Mut fehlt mir allein, mir keine Feigheit zu verzeihen. Was ich kann, weiß ich, beweis es jedem. Und auch mir selbst. Kommt mir einer mit Problemen, werden's auch die meinen sein. Ich setz immer nur mein Bestes dafür ein. Warum steh ich hier? Ich hab Selbstvertrauen zu mir. Wenn's einen Weg für mich gibt, ich will ihn mutig gehen. Dass diese Kinder Gott beschütze, so will ich mich bemühen und bleiben. Jeder Schritt gibt mir Gewissheit. Alles geht nach meinem Sinn. Ich hab ja Vertrauen, weil ich gläubig bin. Darum steh ich hier. Ich hab Selbstvertrauen zu mir. Ich vertraue auf die Sonne. Auch der Regen macht mir Spaß. Ich vertraue auf den Frühling jedes Jahr. Was kann ich denn dafür? Ich hab Selbstvertrauen zu mir. Kraft brauchst du stets im Leben. Kraft kriegst du nicht für Geld. Kraft findest du in deinen Träumen. Wenn du erwachst, steh auf und tu was. Ich mal auf was vertrauen. Da setz ich mein Herz für ein. Ich hab nur Vertrauen zum Vertrauen allein. Oh, Hilfe. Ich hab nur Vertrauen zum Vertrauen allein. Was kann ich dafür? Ich hab Selbstvertrauen zu Guten Tag, hier bin ich. Ich komme aus dem Kloster. Ich bin die neue Erzieherin, Herr Baron. Oh, und ich bin Franz, der Butler. Ach, freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Wollen Sie hier warten, bitte? Wollen Sie sich freundlichst merken, dass es in diesem Haus Räume gibt, die niemand betreten darf.
Ja, Herr Kapitän, ja. Warum starren Sie mich so an? Weil Sie überhaupt nicht wie ein alter Seebär aussehen. Ich möchte behaupten, Sie sehen auch nicht wie eine Gouvernante aus. Drehen Sie sich bitte um. Was? Umdrehen. Hut ab. Es ist das Kleid. Sie werden sich umziehen, bevor ich die Kinder rufe. Aber ich habe doch kein anderes. Wenn wir ins Kloster eintreten, bekommen unsere Kleider die Armen. Woher haben Sie das? Das wollten nicht einmal die Armen. Hm. Ich hätte mir ein neues gemacht, aber die Zeit hat nicht mehr gereicht. Alle meine Sachen mache ich mir allein. Ich will sehen, dass ich irgendwo Stoff herbekomme. Noch heute, wenn möglich. Also, Fräulein... Maria. Maria. Ich weiß nicht, was die Mutter Oberin Ihnen erzählt hat. Nicht viel. Sie sind die 12. in einer langen Reihe von Erzieherinnen für meine Kinder, seit ihre Mutter tot ist. Ich hoffe, dass ich mit Ihnen mehr Glück habe als mit der letzten. Sie ist nur 2 Stunden geblieben. Das stimmt doch mit den Kindern was nicht. Die Kinder sind völlig in Ordnung. Nur die Erzieherinnen nicht. Oh, oh. Sie verstanden überhaupt nichts von Disziplin. Und ohne Disziplin kann man nicht leben. Merken Sie sich das bitte, Fräulein. Jawohl. Vormittags beaufsichtigen Sie die Kinder beim Lernen, auch während der Sommerferien. Dulde ich nicht, dass sie faulenzen. Jeden Nachmittag wird über die Felder marschiert und tief geatmet. Schlafenszeit wird strikt eingehalten, ohne Ausnahme. Entschuldigen Sie, aber wann Sie haben spielen die natürlich Kinder? besonders darauf zu achten, Fräulein, dass Sie sich äußerst wohlerzogen und anständig benehmen. Ich übertrage Ihnen das Kommando. Jawohl, Herr Kapitän. Also, das ist eure neue Erzieherin, Fräulein Maria. Jeder, der sein Signal hört, vortreten, Namen nennen. Fräulein Maria, passen Sie gut auf. Jedes der Kinder hört auf einen bestimmten Pfiff. Liesel. Friedrich. Luise. Kurt. Brigitte. Martha. Und Gretel. So. Zeigen Sie, ob Sie gut aufgepasst haben. Oh nein, nach Kindern pfeife ich nicht, verehrter Herr Baron. Ich meine, Sie haben doch Namen und sehr hübsche sogar. Fräulein Maria, das Haus ist sehr groß und auch der Park. Ich wünsche auf keinen Fall, dass hier geschrien wird. Nehmen Sie das und lernen Sie es zu gebrauchen. Die Kinder werden Ihnen dabei helfen. Und wenn ich Sie zu sehen wünsche, hören Sie diese Töne. Nein, bitte hören Sie auf. Ich könnte nie auf einen Pfiff hören. Pfeifen kann man einem Hund oder einem anderen Tier, aber niemals Kindern und auf keinen Fall mir. Ich finde das einfach entwürdigend. Fräulein Maria, haben Sie im Kloster auch so viele Schwierigkeiten gemacht? Noch viel mehr, Herr Baron. Entschuldigen Sie bitte, aber wie pfeift man Ihnen? Wir sehen uns beim Essen, Fräulein Maria. Steht bequem.
Ja, jetzt sind wir ja unter uns. Würdet ihr so nett sein und mir alle noch einmal eure Namen sagen? Und wie alt ihr seid? Ich bin Liesel. Ich bin 16 und brauche keine Erzieherin mehr. Wunderbar. Gut, dass du mir das sagst, dann werden wir eben Freundinnen sein. Ich bin Friedrich, ich bin 14 und benehme mich unmöglich. Wirklich? Wer hat das gesagt, Friedrich? Fräulein Josephine, die vorletzte Erzieherin. Ich bin Brigitte. Du hast mir nicht gesagt, wie alt du bist, Luise. Ich bin Brigitte, das ist Luise. Sie ist 13 Jahre alt und Sie sind Patent. Ich bin 10. Das ist ein ganz scheußliches Kleid, das Sie da anhaben. Brigitte, das hättest du nicht sagen sollen. Warum nicht? Findest du es nicht auch scheußlich? Natürlich, aber Fräulein Helgas Kleid war noch scheußlicher. Ich bin Kurt, ich bin 11 und bin ein Dickschädel. Ah ja, das sieht man. So was sieht man. Ach, weißt du, jeder richtige Junge hat einen Dickschädel. Hm? Ich bin Martha und am Dienstag werde ich 7 Jahre alt. Ich habe mir einen rosa Schirm gewünscht. Das verstehe ich. Rosa ist auch meine Lieblingsfarbe. Ja, und du bist Gretel. Und du bist 5 Jahre? Ja, du bist ja schon eine junge Dame, Gretel. Ja, jetzt muss ich euch ein Geheimnis anvertrauen. Ich bin noch nie Erzieherin gewesen. Meinen Sie, dass Sie gar nicht wissen, was Sie hier zu tun haben? Gar nichts. Ihr müsst mir helfen. Also, das Beste wird sein, Vater gleich klarzumachen, dass er sich nur um seine Sachen kümmern soll. Und vor allem niemals pünktlich zum Essen Und die Suppe immer laut schlürfen. Beim Dessert, da müssen Sie sich schneiden. Stimmt alles nicht. Glauben Sie kein Wort, Fräulein Maria. Warum nicht? Weil ich Sie mag. Ich dich auch. Los, los, Kinder, es wird Zeit für euren Spaziergang. Kommt, sonst wird der Vater böse. Vorwärts, 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 beeilt euch. Fräulein Maria, ich bin die Haushälterin, Frau Schmidt. Sehr erfreut. Ich freue mich auch. Ich bringe Sie auf Ihr Zimmer. Kommen Sie. Die armen Haarscheln. Sie haben noch Glück gehabt. Bei Fräulein Helga, da war es eine Schlange. Guten Abend. Guten Abend, Kinder. Guten Abend, Fräulein Maria. Entzückende Tischgewohnheiten. War das im Kloster so üblich? Nein, Rheumatismus. Herr Baron, wir haben das Tischgebet vergessen. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Amen. 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 Jetzt hätte ich fast vergessen, mich bei euch für das hübsche Geschenk zu bedanken, das ihr mir in die Tasche gesteckt habt. Ein Geschenk? Was war's denn? Das bleibt ein großes Geheimnis zwischen den Kindern und mir. Dann schlage ich vor, dass wir jetzt weiter essen. Ich glaube, ihr habt gemerkt, wie aufgeregt ich war, so fremd hier in ein neues Haus zu kommen. Vielleicht habt ihr sogar gewusst, wie wichtig für mich das Gefühl sein musste, hier willkommen zu sein. Deshalb war es besonders freundlich und rücksichtsvoll von euch, mir die ersten Augenblicke in diesem Haus so glücklich und angenehm zu machen. Was ist denn mit dir, Martha? Nichts. Fräulein Maria, sind das neue Erziehungsmethoden oder wollen Sie vielleicht dadurch den Appetit der Kinder besonders anregen? Mir ist er jedenfalls endgültig vergangen.
Das geht vorbei. Sie weinen nur vor Glück. Du bist's, Rolf. Guten Abend. Guten Abend, Franz. Nichts Neues? Alles in Ordnung? Ja? Ja. Gut. Wie sieht's aus? Ist es bald soweit? Bestimmt. Ist der Herr Baron oben? Erst beim Essen. Mit der Familie? Ja. Geben Sie ihm bitte das Telegramm, aber sofort. Selbstverständlich. Ein Telegramm, Herr Baron. Hm? Franz, wer hat es gebracht? Wie immer der junge Postbote, Rolf. Vater, darf ich bitte aufstehen? Kinder, morgen früh fahre ich weg. Und zwar nach Wien. Nicht doch schon wieder, Vater. Wie lang bleibst du diesmal wieder weg, Vater? Tja, mein Kind, das weiß ich selbst noch nicht. Fährst du wieder zu Baronin Schröder? Wirst du wohl den Mund halten? Um es offen zu sagen, ja, Luise. Warum besucht die Baronin uns denn niemals? Als ob die auf uns neugierig wäre. Dein Wunsch wird bald erfüllt werden, Martha. Wenn ich zurückkomme, bringe ich die Baronin mit. Oh, wie schön. Und auch Onkel Max. Ja, Onkel Max, Onkel Max kommt. Bin ich glücklich. Nein, Liesel, das dürfen wir nicht. Aber warum nicht? Ich weiß nicht, es Du ist hast ja doch nur gewusst, dass ich komme, nicht wahr? Ja, deswegen habe ich ja gewartet. Ich habe mich so nach dir gesehnt. Wirklich, Rolf? Ganz furchtbar? Was glaubst du? Ich wollte dir sogar ein Telegramm schicken, nur um es dir bringen zu können. Aber das ist doch ein süßer Einfall. Warum tust du es denn nicht? Jetzt sofort. Wozu? Ich bin ja hier. Bitte, Rolf, schick mir ein Telegramm. Ich sage dir, wie es anfängt. Liebe Liesel. Liebe Liesel, dieser Gruß soll dir beweisen, wie lieb ich dich habe. Stopp. Ich möchte dir noch mehr sagen, aber dann wird das Telegramm viel zu teuer für mich. Ergebenste Grüße, Rolf. Ergebenste Grüße? Herzliche. Herzliche? Liebevolle? Bekomme ich auch eine Antwort? Lieber Rolf, stopp. Nein, nicht stoppen. Deine Liesel. Wenn wir nur nicht immer darauf warten müssten, dass Vater von jemand ein Telegramm bekommt. Sonst können wir uns ja nie treffen. Stimmt. Lass mich mal überlegen. Ich könnte mich zum Beispiel irren. Und ein Telegramm für Oberst Schneider abgeben. Er ist aus Berlin gekommen und wohnt... Es darf aber keiner wissen, dass er hier ist. Vor allem dein Vater nicht. Warum nicht? Weil dein Vater so sehr österreichisch ist. Wir sind doch alle Österreicher. Wenn man es genau nimmt, sind wir aber Deutsche. Die Leute, die das behaupten, haben irgendwie recht. Es wird auch nicht mehr lange dauern und... Ich hoffe, dass dein Vater keine Schwierigkeiten bekommt. Du brauchst dich um Vater nicht zu sorgen. Er hat viele Kämpfe siegreich bestanden und vom Kaiser den höchsten Orden bekommen. Ja, ich weiß. Es geht mir auch nicht um ihn. Mir geht es hauptsächlich um seine Tochter. Um mich? Warum? Ich weiß nicht, du bist noch so... Was? Du bist noch so ein Baby. Ich bin 16. Man ist kein Baby mehr in dem Alter. Du weißt, dass dein Herz einen Liebsten hat. Es will nicht einsam bleiben. Dein Leben, mein Kind, ist ein leeres Blatt. Die Männer wollen drauf schreiben. Dann schreib doch. Du bist 16 und du wirst 17. Baby, nun ist bald Zeit. Pass auf dich auf, bedenke, bald hängen Huben an deinem Kleid. Du bist 16 und du wirst 17, bald stehen die Herren an. Sei auf
der Hut und halte dich gut. Der Feind Nummer 1 heißt Mann. Nichts ahnend und verwundert stehst du vor der Männerwelt. Du bist so schüchtern und du weißt nicht, ob sie dir gefällt. Du kennst einen, älter und weiser, einen, der denkt für dich. Ich bin 17 und werde 18, halte dich an mich. Ich bin 16 und werde 17. Ich weiß, ich bin naiv. Vielen, die meinen, ich bin so süß, vertraue ich impulsiv. Ich bin 16 und werde 17, unschuldig wie ein Kind. Boys ohne Kragen, Männer mit Wagen, weiß ich denn, wie sie sind. Nichts ahnend und verwundert steh ich vor der Männerwelt. Ich bin so schüchtern und ich weiß nicht, ob sie mir gefällt. Ich kenn einen, älter und weiser, einen, der denkt für mich. Du bist 17 und du wirst 18, ich halte mich an dich. Ja, bitte? Frau Schmidt? Die Stoffe für die neuen Kleider, Fräulein Maria. Der Herr Baron hat sie aus der Stadt kommen lassen. Oh, wie hübsch die sind. Was glauben Sie, was ich mir für schöne Kleider daraus machen werde? Frau Schmidt, würde der Herr Baron noch mehr Stoff besorgen, wenn ich ihn darum bitte? Um Himmels Willen, wollen Sie noch mehr Kleider? Doch nicht für mich, für die Kinder. Sie brauchen Kleider, in denen sie spielen können. Die Trappkinder spielen nicht, sie marschieren. Aber das ist doch schrecklich. Finden Sie das nicht auch? Seitdem der Herr Kapitän seine arme Frau verloren hat, ist es hier genauso, als ob er auf einem seiner Schiffe kommandiert. Pfiffe, Befehle, es wird nicht mehr musiziert, niemand lacht mehr. Alles wird vermieden, was an sie erinnert, selbst die Kinder. Aber das ist doch völlig verkehrt. Ach, das ist nun so.
Gefällt Ihnen Ihr Zimmer? Sie bekommen noch neue Vorhänge. Neue Vorhänge? Aber warum? Der Herr Baron hat es so angeordnet. Also das verstehe ich nicht. Die sind doch noch sehr schön. Schlafen Sie gut. Frau Schmidt, soll ich den Herrn Baron nicht schon morgen um die Stoffe bitten? Aber der Herr Baron fährt morgen früh nach Wien. Ach ja, richtig. Wie lange bleibt er denn weg? Das weiß man nie. Der letzte Besuch bei der Baronin hat einen Monat gedauert. Oh. Eigentlich dürfte ich Ihnen das alles nicht erzählen. Ich meine, Sie sind noch ganz fremd im Haus. Meine ganz persönliche Meinung ist, dass wir bald eine Hochzeit haben werden. Aus diesem Grund fährt der Herr Baron auch so oft nach Wien. Oh, das wäre ja wunderbar. Da bekämen die Kinder wieder eine Mutter. Naja, vielleicht. Gute Nacht. Gute Nacht. Lieber Gott, jetzt weiß ich, warum du mich herbefohlen hast. Um die Kinder auf ihre neue Mutter vorzubereiten. Bitte lass sie eine glückliche Familie werden vor deinem Angesicht. Beschütze den Herrn Baron, beschütze Liesel und Friedrich, beschütze Luise, Brigitte, Martha und die kleine Gretel. Und den anderen Kleinen. Wie war der Name? Beschütze ihn, egal wie er heißt. Beschütze die ehrwürdige Mutter, Schwester Margareta und alle Schwestern im Kloster. Und jetzt, lieber Gott, noch mal zu Liesel. Hilf ihr, damit sie mir vertraut und mir erzählt, wo sie eben gewesen ist. Werden Sie mich dann verraten? Und gib mir so viel Verstand, um ihr immer den rechten Weg zu weisen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bin noch spazieren gewesen. Jemand hat aber die Haustür früher als sonst abgeschlossen und wenn ich geklopft hätte, wäre alles aufgewacht. Da habe ich gesehen, dass Ihr Fenster offen ist. Sie werden doch Vater nichts davon sagen, nicht wahr? Wie in aller Welt bist du hier raufgekommen? Wir sind immer raufgeklettert, wenn wir der Erzieherin einen Streich spielen wollten. Luise kann sogar mit einem Glas voll Spinnen in der Hand. Spinnen? Oh. Liesel, bist du ganz allein spazieren gegangen? Weißt du was? Wir waschen das Kleid gleich aus, dann merkt es morgen keiner mehr. Komm, ich gebe dir was zum Überziehen. Geh nach nebenan. Das Kleid kannst du in der Badewanne schon einweichen. Dann komm zu mir ans Bett und wir unterhalten uns ein bisschen. Ich habe heute gesagt, ich brauche keine Erzieherin. Aber ich glaube, ich brauche doch eine. Hast du Angst? Du wirst doch keine Angst vor einem Gewitter haben. Weißt du was? Du bleibst hier, bis alles vorbei ist. Oh. Wo sind die anderen? Die schlafen alle, die haben keine Angst. So. Schau, wer da ist. Na, kommt her, rauf aufs Bett, alle miteinander. Wirklich? Ja, aber nur das eine Mal. Also rauf mit euch. Jetzt fehlen uns nur noch die beiden Buben. Die kommen bestimmt nicht. Buben sind immer tapp. Ihr habt doch nicht etwa auch Angst? Aber nein, wir wollten nur nachsehen, ob Sie sich nicht fürchten. Das war sehr aufmerksam von dir, Friedrich. Das war gar nicht meine Idee. Die war von Kurt. Kurt, der war's, der mir nicht eingefallen ist. Gott beschütze Kurt. Warum macht das so einen Krach? Ja, weißt du, der Blitz, der sagt etwas zu dem Donner und der Donner antwortet darauf. Hat der Blitz was Böses gesagt? Das glaube ich nicht. Warum ist dann der Donner so wütend? Ich fange gleich an zu weinen. Warum? Wenn mich etwas quält oder ich bin unglücklich, dann versuche ich an hübsche Dinge zu denken. Was denn für hübsche Dinge? Tja, lasst mal sehen. Vergiss mal nicht. Schneeweiße Bergkuppen. Der Nachthimmel voller Sterne. Ich liebe Rosen und Wiesen und Kinder.
mag Kupferkessel auf Feuer nicht minder, muss beim Zu-Bett-Gehen den Abendstern sehen. Liegen im weichen Bett finde ich schön. Ich liebe Ponys und mag Apfelstrudeln, Cremetorten, Kirschtorten, Schnitzel mit Nudeln. Wildgänse fliegen hoch über den Seen, Tiere in Wald und Feld finde ich schön. Ganz weiße Kleider mit blauseidenen Schuhen, Schneeflocken, die auf den Zweigen sich ruhen, silberne Winter und Berge im Föhn, sonnige Frühlingspracht finde ich schön. Der Hund bellt und ist bissig und ich bin verzagt. Ganz einfach sofort wird mein Kummer vergehen. Ich denke an das, was schön. Und das hilft wirklich? Ja, probier's mal. Was magst du gern? Weiße Mäuschen, Weihnachten, Butterblümchen, Schokoladenei, keine Schule, eine Kinderschlacht, Telegramme, Marienkäfer, Katzen, ein Maltese. Gesundheit? Ist das nicht lustig? Ich liebe Rosen und Wiesen und Kinder, mag Kupferkessel auf Feuer nicht minder, muss beim Zu-Bett-Gehen den Abendstern sehen, liegen im weichen Bett finde ich schön. Ich liebe Ponys und mag Apfelstrudeln, Cremetorten, Kirschtorten, Schnitzel mit Nudeln, Wildgänse fliegend hoch über den Seen, Tiere in Wald und Feld finde ich schön. Alle zusammen! Ganz weiße Kleider mit blauseidenen Schuhen, Schneeflocken, die auf den Zweigen sich ruhen, silberne Winter und Berge im Föhn, sonnige Frühlingstag finde ich schön. Wenn der Hund bellt, bald. Guten Abend. Fräulein Maria, ich habe Ihnen doch gesagt, dass die Schlafenszeit in diesem Hause strikt eingehalten wird. Aber die Kinder haben sich vor dem Gewitter gefürchtet und da... Ja, Sie haben es gesagt. Dann scheint es Ihnen also schwer zu fallen, meine eindeutigen Befehle auszuführen. Nur während eines schweren Gewitters. Liesel, Ja, Vater? du bist beim Abendessen so plötzlich verschwunden. Wirklich? Ja, stimmt, ich war... Ja? Weißt du, ich war... Sie möchte damit sagen, Herr Baron, dass Sie und ich heute Abend Freundschaft geschlossen haben. Inzwischen ist es aber wirklich spät geworden. Los, kommt, Kinder, marsch mit euch ins Bett, aber schnell. Fräulein Maria, ich hoffe, Sie haben trotz des Gewitters nicht vergessen, dass ich morgen früh verreise. Und dann vergessen Sie vielleicht noch etwas nicht. Oberstes Gesetz in diesem Haus ist Disziplin. Ich erwarte, dass Sie bis zu meiner Rückkehr auch Disziplin gelernt haben. Herr Baron, ich hätte gern mit Ihnen, bevor Sie wegfahren, wegen ein paar neuer Sachen für die Kinder gesprochen. Weil Fräulein Sie beim Maria, Spielen, hören Sie ich zu. brauche ja nicht viel, höchstens ein paar Meter. Ich finde, Sie kümmern sich um Dinge, die weit über Ihre Aufgaben hinausgehen. Das passt mir Aber nicht. es sind doch Kinder. Ja. Und ich bin Ihr Vater. Gute Nacht. Oh. Ganz weiße Kleider mit blauseidenen Schuhen. Wenn der Hund bellt und ist bissig und ich bin verzagt, ganz einfach sofort wird mein Kummer vergehen. Ich denke an das, was schön.
Können wir das nicht jeden Tag machen? Das würde dir dann bald Ich über. hole ihn schon. Schon möglich. Jetzt kannst du. Jeden zweiten Tag? So schön war es nur damals, wie wir Fräulein Josephins Zahnbürste bekleistert haben. Ich kann es nicht verstehen, wieso nette Kinder es fertigbringen, anderen Menschen böse Streiche zu spielen. Das ist ganz leicht. Aber warum macht ihr das? Vater muss merken, dass wir noch da sind. Ja. Ah, jetzt verstehe ich. Wir werden uns etwas überlegen müssen. Ich glaube, ich hab's. Kommt alle her zu mir. Spielen wir wieder was Neues? Wir wollen der Baronin etwas vorsingen, wenn sie kommt. Vati mag nicht, wenn wir singen. Ah, vielleicht gefällt's ihm doch. Also, welche Lieder kennt ihr? Wir kennen überhaupt keine Lieder. Nicht mal eins? Wir haben noch nie im Leben gesungen. Wirklich nicht. Dann wird's ja Zeit. Passt gut auf, ihr werdet schon lernen. Aber wie? Jetzt sollten wir aber beginnen. Auf welche Art merkst du dir? Wenn du liest, wie beginnst du? A, B, C. Wenn du singst, so beginn mit Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Ton 1, 2, 3 sind immer nur die. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ich werde es leichter für euch machen. Do, das ist ein Fluss mit Nau. Re, das gibt's in Waldeshöhen. Mi heißt mich, hier sagt man so. Fa, so soll es weitergehen. So, das sagte ich eben schon. La, das ist der nächste Ton. Si, sagt man in Rom für Ja. Dann kommt Do und wir sind da. Oh, oh, oh. Do. Das ist ein Fluss mit Nau. Re. Das gibt's in Waldeshöhen. Mi. Heißt mich, hier sagt man so. Fa. So soll es weitergehen. So. Das sagte ich eben schon. La, das ist der nächste Ton. Si, Sagt man in Rom für Ja. dann kommt Do und wir sind da. Das ist ein Fluss mit Nau. Re, das gibt's auf Waldeshöhen. Mi heißt nicht, hier sagt man so. Fa, so soll es weitergehen. So, das sagte ich eben schon. La, das ist der nächste Ton. Si, Sagt man in Rom wie Ja, dann kommt Do und wir sind da. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, So, Do. Also, Kinder, Do, Re, Mi, Fa und so weiter ist nur die Tonleiter, aus der man ein Lied macht. Wenn man diese Noten einmal im Kopf hat, kann man daraus Millionen Melodien machen. Man baut sie nur zusammen. Etwa so. So, Do, La, Fa, Mi, Do, Re. Könnt ihr das? So, Do, La, Fa, Mi, Do, Re. So, Do, La, Si, Do, Re, Do. So, Do, La, Si, Do, Re, Do. So, und jetzt nochmal alle zusammen. So, Do, La, Fa, Mi, Do, Re. So, Do, La, Si, Do, Re, Do. Gut. Aber ein Lied ohne Worte ist nicht schön. Du bekommst deine Worte. Für jede Note setzen wir jetzt ein Wort ein. Hör zu. Wer die Noten kennt, der singt, so dass ihm ein Lied gelingt. Zusammen. Wer die Noten kennt, der singt, so dass ihm ein Lied gelingt.
Waldeshöhen. Wie heißt mich, hier sagt man so, so schon. Das ist der nächste Ton. Sie sagt man in Runkel ja, dann kommt so und wir sind da. Do, re, mi, fa, so, la, si, do, si, la, so, fa, mi, re, do, mi, so, re, fa, la, si, do, mi, so, re, fa, la, si, Wer die Noten kennt, der singt, so dass ihm ein Lied gelingt. Do, das ist ein Fluss mit Nau. Re, das gibt's auf Waldeshöhen. Wie heißt mich, hier sagt man so, fa, so soll es weitergehen. So, das sagte ich eben schon. La, das ist der nächste Ton. Sie sagt man in Onkel ja, dann kommt do und wir sind da. Imponierend, dieses Panorama, einfach überwältigend. Das habe ich extra für dich aufbauen lassen. Oh. Selbst wenn es sich um so grandiose Höhen handelt. Georg bleibt immer auf der Höhe der Situation. Wenn deine Witze nicht besser werden, lade ich dich wieder aus. Du hast mich doch überhaupt nicht eingeladen. Ich bin einfach mitgekommen. Wie gewöhnlich. Du brauchst einen Anstandsverwahr und ich einen Urlaub irgendwo, wo die Küche superb ist, der Weinkeller exquisit und der Preis akzeptabel. Max, du bist wirklich unmöglich. Gar nicht. Ich bin ganz einfach ein charmanter Schnorrer. Wer singt da? Das ist der Klosterchor. Der ist gut. Wirklich gut. Ich muss einmal diese Gegend gründlich erforschen. Irgendwo wartet eine kleine, unbekannte Sängergruppe auf Max Detweiler, damit er sie aus der Verborgenheit herausholt und sie berühmt macht beim Salzburger Sängertreffen. Die werden berühmt und du wirst reich. Das ist ungerecht, ich gebe es zu. Aber das wird sich sehr schnell ändern. Eines Tages bin ich auch berühmt. Voll Maria! Ich will auch Um Himmels Willen, Georg, was ist das? Wahrscheinlich ein paar Bauernkinder aus der Gegend. Ich finde es traumhaft schön hier. Direkt aufregend. Seen, Berge, Bäume, das hast du doch alles schon mal gesehen. Das habe ich nicht damit gemeint, das weißt du doch. Ah, du meinst mich? Ich bin aufregend? Findest du das so unmöglich? Nein, nur unglaubhaft. Nicht zu fassen, er hat Minderwertigkeitskomplexe. Du wirst sie mir schon vertreiben. Weißt du, du erscheinst mir lange nicht mehr so fremd, seit wir hier sind, Georg. In meiner gewohnten Umgebung? Ja, genau das. Hast du damit sagen wollen, dass ich hier mehr zu Hause bin? Hier bei den Blumen, bei den Vögeln und dem Wind, der zärtlich über die Felder streicht? Ach, wie poetisch. Ja, so ist mir auch. Ich passe also besser hierher als nach Wien. In deine glanzvollen Salons, wo ich mit vertrottelten Grafen über Politik reden und unzählige Gläser Champagner trinken muss. Wo ich elegante Damen im Walzertakt übers Parkett schleifen muss. So ist es doch, hm? Mehr oder weniger, ja. Dann wird es dir wohl schwerfallen, dich hier zurechtzufinden. Es gefällt mir hier wirklich, Georg. Es ist schön und friedlich. Wie kannst du dich so oft von mir trennen? Um vorzutäuschen, wie wahnsinnig aktiv ich bin, vermutlich. Aktiv
Aktivität ist ein Zeichen dafür, dass das Leben von einem Zweck erfüllt ist. Es könnte auch Flucht vor der Vergangenheit bedeuten. Mhm. Oder vielleicht suche ich nach einem Grund, hier zu bleiben. So, dann hoffe ich, dass du aus diesem Grund so oft nach Wien gekommen bist. Oder gab es dort noch andere Zerstreuungen? Aber, ich würde dich kaum als eine Zerstreuung bezeichnen. Als was würdest du mich sonst bezeichnen? Bezaubernd. Charmant, witzig, kultiviert. Die perfekte Gastgeberin. Und das wird dir kaum gefallen. In gewisser Weise meine Retterin. Oh, wie unromantisch. Es wäre undankbar, wenn ich dir nicht einmal sagen würde, dass du der Mensch bist, durch den mein Leben wieder etwas Sinn bekommen hat. Ich bin amüsant, wie man immer behauptet. Und habe die beste Schneiderin von ganz Wien. Außerdem einen interessanten Freundeskreis und gebe oft originelle Feste. Oh ja. Aber lass das alles weg. Was bleibt, ist eine wohlhabende, alleinstehende Frau, die einen Grund sucht, wie du. Noch ein Stück Strudel, Herr Detweiler? Wie viel habe ich denn schon? 2. Dann nehme ich noch einen. 3 ist meine Glückszahl. Max, immer noch beim Essen? Ach. Da muss doch was passiert sein. Dieses wunderbare Quartett, das ich seit Monaten versuche, diesem Nowotny auszuspannen. Was ist denn damit passiert? Dieser Sascha ist mir gestern zuvor gekommen. Etwas kann ich nicht ausstehen. Unfair. Max, und weißt du, was ich nicht ausstehen kann? Wenn du dich selbst beschimpfst. Jetzt kann ich rumtelefonieren. Paris, Rom und Stockholm. Natürlich von Georgs Apparat. Wie könnte ich mir das sonst leisten? Ach, Kinder, lasst reiche Leute mich umgeben. Ich schätze ihre Art zu leben. Erst recht, wenn sie mich mitlesen Wo die lassen. Kinder sind. Sie werden gehört haben, dass ich komme und haben sich wahrscheinlich versteckt. Ich dachte, sie würden dich wenigstens begrüßen. Max, bitte hör einen Augenblick auf zu essen. Sei ein bisschen charmant, ja? Na, was ist? Was soll sein? Na, mit Georg. Läuten bald die Hochzeitsglocken? Sie dröhnen mir schon in den Ohren. Wunderbar. Aber es muss ja nicht unbedingt für meine Hochzeit Was soll sein. das wieder heißen? Misch dich nicht ein, Max. Ich habe Georg aufrichtig gern und ich möchte, dass du uns in Ruhe lässt. Spielverderber, lass mir doch die Freude. Komm, erzähl, was los war. Komm, sei lieb und erzähl Onkel Max jede winzige, aufregende, intime, sensationelle Einzelheit. Also schön. Wie soll ich dir das erklären? Ich habe das Gefühl, ich bin offensichtlich zur Probe hier. Dagegen habe ich nichts. Das kann auch nicht schiefgehen. So etwas weiß man nie. So wie ich dich kenne, und ich kenne dich sehr gut, wirst du das schon machen. Er ist ein außergewöhnlicher Mann. Er hat auch ein außergewöhnliches Schicksal. Als seine Frau starb, ließ ihn allein mit seinen 7 Kindern. Als dein Mann starb, ließ er dich auch allein, mit seinem großen Vermögen. Oh, Max, du bist wirklich ein Biest. Du und Georg seid wie eine Familie für mich. Deswegen möchte ich auch, dass ihr zusammenbleibt. Es wäre doch zu blöd, wenn das Geld nicht in der Familie bleibt. Was tust du denn da? Herr Baron von Trapp, ich wollte nur versuchen, ob... Ich dachte, dass Sie... Ich meine, ich wusste nicht... Heil Hitler! Was suchst du hier? Ich habe ein Telegramm für Herrn Detweiler. Ich bin Herr Detweiler. Hier, bitte. Du hast das Telegramm abgeliefert, also verschwinde. Ach, Georg, schau, er ist doch nur ein dummer... Ja, und ich bin nur ein Österreicher. Du wirst dich damit abfinden müssen. Man braucht ja nicht unbedingt mitzumachen. Max, sag so etwas nicht noch einmal. Du weißt, ich habe keine politische Überzeugung. Ich kümmere mich nicht um so einen Blödsinn. Du solltest dich drum kümmern. Du bist dazu verpflichtet. Georg. Du bist so weit weg. Wo bist du? In einer Welt, die zum Untergang verurteilt ist. Gibt es einen Weg, dich wieder in meine Welt zurückzubringen?
komme! Heraus aus dem Wasser, aber sofort. Sie sind bestimmt Baronin Schröder. Ui, ich bin nass bis auf die Haut. Das hat Spaß gemacht, Martha. Prima, baden so schön. Habt Acht. Das ist Baronin Schröder. Und das sind meine Kinder. Grüß euch Gott. So, und jetzt hinein. Waschen, umziehen und sofort wiederkommen. Beeilung! Fräulein Maria, Sie bleiben bitte hier. Ach, ich glaube, ich sehe mal nach, wo Max geblieben ist. Fräulein Maria. Ich hoffe, Sie haben den Mut zur Wahrheit. Ja, Herr Baron. Wäre es möglich, oder habe ich es mir nur eingebildet, haben meine Kinder bei ihrem Ausflug unterwegs auf Bäumen herumgeturnt? Ja, Herr Baron. Also doch. Und woher, wenn ich fragen darf, haben die Kinder diese... Spielanzüge. So wird das genannt. Ich habe sie selbst genäht, aus den Vorhängen, die in meinem Schlafzimmer waren. Vorhänge? Der Stoff ist hübsch, besonders für Kinder. Jeder hat sie bewundert. Sie wollen doch damit nicht etwa behaupten, dass meine Kinder am helllichten Tag mitten durch Salzburg gelaufen sind mit Fetzen aus alten Vorhängen? Und es hat Ihnen einen Mordspaß gemacht. Sie haben Uniformen. Zwangsjacken würde ich das nennen. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Wie können sich Kinder ungezwungen benehmen, wenn sie Angst haben, ihre Sachen Bisher hat schmutzig sich zu noch machen keines oder zu von Ihnen ruinieren? beklagt. Das würden Sie nicht wagen. Dazu haben Sie viel zu lieb. Aber Sie fürchten Ich sie wünsche keine genauso. Diskussion über meine Kinder. Irgendjemand muss es Ihnen mal sagen, wenn Sie dauernd unterwegs sind. Ich will können Sie nicht Ihre mit Ihnen über meine Kinder diskutieren. Ich weiß, dass Sie es nicht wollen, aber Sie werden es doch tun. Sehen Sie, da ist Liesel. Sie Jetzt ist sagen kein Sie kein Kind Wort mehr über Eines Liesel, Tages Fräulein werden Sie Maria. erstaunt bemerken, dass sie eine Frau ist. Dann wird es zu spät sein. Und Friedrich, noch ein Junge, aber er möchte ein Mann werden wie Sie und keiner Ich brauche liebt keine ihn. Belehrungen über meinen Sohn. Brigitte möchte Ihnen manches erzählen, aber Sie sprechen kaum mit ihr. Sie leidet darunter. Und kurz Fräulein spielt für Maria. den starken Mann, damit keiner merkt, wie weh es ihm tut, wenn Sie ihn immer beiseite Jetzt schieben, ist wie genug. Sie es mit allen tun. Über Luise bin ich Ich mir hier sagte, noch nicht es im Klaren. genügt. Ist ein bisschen kompliziert. Und die Kleinen brauchen nichts weiter als Liebe. Ich bitte Sie, Baron, geben Sie ihnen Liebe Ich auf habe den keine anderen. Lust mehr länger, das Gerede Aber über meine Kinder Ich bin anzuhören. noch nicht fertig, Kapitän. Sie sind fertig, Kapitän. Fräulein, hören Sie. Sie packen Ihre Sachen augenblicklich und gehen zurück ins Kloster. Was ist das? Gesang. Ja, das habe ich auch gehört, aber wer singt da? Die Kinder. Die Kinder? Es sollte ein Willkommensgruß sein für die Baronin. Es wünscht sich ein Vogel zu sein, dessen frohes Lied hoch vom Baume erklingt. Ja, erklingt. Das Herz möchte schlagen wie Glocken klar.
Edelweiß. Warum hast du mir verschwiegen, wie bezaubernd deine Kinder sind? Geht nicht weg. Fräulein Maria. Ich habe mich schlecht benommen. Ich bitte um Entschuldigung. Ich bin immer so impulsiv. Das ist mein größter Fehler. Sie hatten recht. Ich kenne meine Kinder wirklich nicht. Es ist noch nicht zu spät. Sie glauben nicht, wie sehr Sie darauf warten. Sie haben uns wieder Musik ins Haus gebracht. Ich hatte sie vergessen. Fräulein Maria, ich möchte, dass Sie bleiben. Ich bitte Sie, zu bleiben. Wenn Sie glauben, ich kann Ihnen helfen? Das haben Sie schon. Mehr als Sie ahnen. Lief ein junger Geißhirt, lei, odele, odele, ho. Laut von Alp lief der junge Geißhirt, lei, odelo. Und in der Stadt hörten alle Leute, lei, odele, ho. Wie sich der Geißhirt des Lebens freute, lei, odelo. Wo bleibt der Prinz? Ein Prinz, der in seinem Palast verhörte, lei, odele, ho. Der auf dem Wege zur Rast war führte, lei, odelo. Und im Lokal hörte man zur Speise, lei, odele, ho. Ihr Trinker mochten die frohe Weise, lei, odelo. Langsam dreist wird, lei, odele, ho. Singt voller Freude das Lied vom Geißhirt, lei, odele. Doch die Mama rief durchs halbe Städtchen, lei, odele, ho. Welch ein Duett zwischen Hirt und Mädchen, lei, odele. Singt voller Freude das Lied vom Geißhirt, lei, odele. Doch die Mama rief durchs halbe Städtchen, lei, odele. Welch ein Duett zwischen Hirt und Mädchen, lei, odele. Aus dem Duett wurde bald ein Trio, lei, odele.
Hallo, Kinder. Dürfen wir das Puppentheater behalten? Ja, Natürlich dürft ihr es behalten. Das Geschäft schickt die Rechnung vorsichtshalber gleich an euren Papa. Gut, was? Aha. Ich gratuliere, Fräulein Maria. Ich bin wirklich sehr, sehr beeindruckt. Ihre Kinder sind so begabt. Gibt es eigentlich etwas, was Sie nicht können, Fräulein Maria? Oh ja, Frau Baronin, eine gute Nonne werden. Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, kommen Sie zu mir. Achtung, Achtung, hört bitte alle zu. Ich habe euch eine sensationelle Mitteilung zu machen. Nach unsäglichen Mühen ist es mir heute gelungen, eine Gesangsgruppe aufzuspüren, die würdig ist, unser Land auf dem Salzburger Sängertreffen zu vertreten. Meinen Glückwunsch, Max. Und wer ist diesmal dein Opfer? Haha! Ach, vielleicht der St. Ignatius-Chor. Nein, weiter raten. Eine Sekunde. Der Kloppmannchor? Nein, 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 nein. Nein? Nein, nein. Sag's doch. Meine Neuentdeckung, sie gehören alle zu einer Familie. Du wirst es nie erraten, Georg. Fabelhafte Idee, Max. Und wie heißt die Familie? Von Trapp. Sie wird der Erfolg des Sängertreffens sein. Was ist daran so komisch? Du, mein lieber Max. Ich hab dir doch schon immer gesagt, lass deine Faxen. Aber du hast sie doch gehört. Das wird eine Sensation. Nein, Max. Sowas war noch nie da. Frisch, originell. Max, meine Kinder treten in der Öffentlichkeit nicht auf. Tja, wieder eine Hoffnung weniger. Kinder, wer kommt jetzt als Nächster? Wer? Ihr glaubt wirklich? Auf allgemeinen Wunsch? Sie, Herr Baron. Ich? Ich verstehe Sie gar nicht. Bitte. Ach so. Nein, 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 nein. Ich habe gehört, Sie haben früher oft und sehr gut gesungen. Das muss aber schon vor sehr langer Zeit gewesen sein. Ich weiß es aber noch, Vater. Wir hatten ein Lieblingslied. Ja, bitte spiel, Vati. Na gut. So, was hättest du mir sagen sollen? Was? Dann hätte ich meine Harmonika mitgebracht. Edelweiß, Edelweiß, auf dem Berge dort oben blühst so rein, klein und fein, schaust herab von dort droben, blühst wie ein Schneeflöckchen, bleib mir treu fürs Leben. Edelweiß, Edelweiß, bleib der Heimat ergeben. Edelweiß, Edelweiß, auf dem Berge dort oben blühst so rein, klein und fein, schaust herab von dort droben, blühst wie ein Schneeflöckchen, bleib mir treu fürs Leben. Edelweiß, Edelweiß, bleib der Heimat ergeben.
Wenn du willst, kannst du ohne weiteres in meiner neuen Gruppe mitmachen. Die singende Trappfamilie. Ich habe eine fantastische Idee, Georg. Es muss wieder überall im Haus Musik erklingen. Was hältst du davon, Georg, wenn du einen Hausball für mich gibst? Einen Hausball? Oh ja, Ja. bitte. Ich finde, es ist langsam Zeit, dass du mich mit deinen Salzburger Freunden bekannt machst. Meinst du nicht auch? Ich weiß, was du meinst. Oh ja, bitte. So, Kinder, ihr müsst ins Bett. Sagt gute Nacht. Oh, schade. So früh schon. Gute Nacht, Vater. Gute Nacht, Frau Barbara. Gute Nacht. Gute Nacht, Ja, was- Vater. Na, Gute Nacht. Kommt schnell. Gute Nacht. Das wird mein erstes Fest, Vati. Herr Baron, Erzähler. Baronin Schröder, Erzähler. Abend. Mein Fänger. Ich freue Baronin mich Schröder. sehr. Guten Abend. Haben Sie bemerkt, wie provozierend er da oben die österreichische Flagge angebracht hat? Wie wunderschön die Damen aussehen. Ich finde, sie sind grässlich. Das sagst du ja nur, weil du Angst vor ihnen hast. Und sind nur erwachsene Männer haben Angst vor Frauen. Die Herren gefallen mir aber viel besser. Was verstehst du schon davon? Liesl, mit wem tanzt du denn da? Mit niemand. Allein ist doch Fahrt. Darf ich bitten, gnädiges Fräulein? Aber mit Vergnügen, junger Herr. Warum habt ihr mir nie gesagt, dass ihr tanzen könnt? Wir haben Angst gehabt, wir müssen dann alle miteinander tanzen. Die tanzende Trappfamilie. Was ist das, was die da tanzen? Ein Ländler, ein österreichischer Volkstanz. Zeigen Sie ihn mir? Ach, den habe ich seit meiner Kindheit nicht mehr getanzt. Sie können bestimmt noch, bitte. Weißt du, Bitte. Also gut. Komm hier rüber. Du machst eine Verbeugung und ich einen Knicks. Gut so? Sehr gut. Und jetzt gehen wir ein bisschen spazieren. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und drehen. Jetzt Schritt, hopp, unten durchdrehen. Ein bisschen schwierig. Schritt, hopp und Schritt, hopp und drehen. Das werden wir noch üben müssen. Gut, du erlaubst doch. Hm?
weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Sie haben ja rote Wangen. Ja. Ich bin nicht mehr gewöhnt zu tanzen. Ihr habt wundervoll getanzt. Ihr wart ein besonders hübsches Paar. Ich glaube, es wird langsam Zeit, dass die Kinder gute Nacht sagen. Ja, wenn Sie bitte in die Halle kommen würden. Wir haben eine Überraschung für Sie. Nicht Ja, wahr? Du siehst, deine Sorgen waren umsonst, Georg. Es ist mehr als Freundschaft, was man dir entgegenbringt. Es ist ein bisschen kühl heute Abend. Das kann ich nicht behaupten. Es kam mir eher etwas zu warm vor. Meine Damen und Herren, die Kinder des Herrn Baron von Trapp möchten Ihnen gute Nacht sagen. Traurig schläft in der Halle vom Kamin eine Uhr und sie mahnt nun geht heim, seid klug. Auch oben im Kinderzimmer mahnt eine Uhr ins Bettchen und sie sagt Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck. Nur ungern will ich gehen, vom Zimmer bleib ich stehen und sag, lebt wohl zu Ade, lebt wohl, auf Wiedersehen, gute Nacht. Ich hätt noch gar nicht an mein Bett gedacht. Ade, lebt wohl, auf Wiedersehen, adieu. Adieu, adieu, nun ist's genug, ich gehe. Ade, lebt wohl, und war auf Wiedersehen. Nur ein Glas Sekt, das darf ich nicht verschmähen. Ja? Nein. Ade, lebt wohl, auf Wiedersehen, goodbye. Es hilft ja nicht, es sei adieu, goodbye, Ich möcht nicht lügen, gern enteil ich jetzt. Ich fliege wie ein Vogel in sein Nest. wünsche, dass ihr mich nicht gleich vergesst. Ade, lebt wohl, auf Wiedersehen, gute Nacht, gute Nacht, gute Großartig, einfach prädestiniert für Vielen das Dank. Sängertreffen. Laufen Sie nicht weg, ich habe was mit Ihnen zu besprechen. Oh, ich muss nach den Nächster, Kindern Georg. sehen. Georg, sprich ein Machtwort. Fräulein Maria muss unbedingt hier bleiben. Nein, wirklich Ich will unmöglich. nichts mehr hören, Fräulein Nein, Maria. das glaube ich Georg, bitte. Wenn er will, bleiben Sie nur. Keine Widerrede. Sie werden meine Tischdame sein. Rein geschäftlich. Es ist nur ein Franz, Geheimnis, nichts legen verraten. Sie neben meinem Platz noch ein Gedeck auf für Fräulein Maria. Bitte. Das freut mich. Ganz wie Sie wünschen, Herr Detweiler. Dann wäre ja alles in bester Ordnung. Ja, natürlich. Ich bin nicht entsprechend angezogen. Ziehen Sie sich um, wir warten auf Sie. Also gut. Entschuldigen Sie mich. Herr Baron, Sie können sehr stolz auf Ihre Kinder sein. Ja, das bin ich auch, Baronin. Wie könnte man den Charakter unseres Vaterlandes besser zum Ausdruck bringen, als durch die reinen Stimmen unserer Kinder? Wenn man Sie hört, Herr Baron, müsste man glauben, dass es außer Österreich kein anderes Land auf der Welt gibt.
Herr Zeller, manche von uns hören eben lieber österreichische Volkslieder als deutsche Marschmusik. Der Vogelstrauß steckt seinen Kopf in den Sand. Und manchmal auch in eine Flagge. Wahrscheinlich müssten diejenigen, die Sie davon überzeugen sollen, dass der Anschluss kommt, und er kommt, Herr Baron, nicht nur mit Engelszungen reden, sondern ihre Worte womöglich in Musik setzen. Wenn die Nazis Österreich wirklich annektieren, werden Sie nur noch mit einer Posaune herumlaufen. Sie schmeicheln mir, Herr Baron. Wie ungeschickt von mir. Ich wollte genau das Gegenteil. Sehr freundlich, dass Sie mir helfen wollen, Frau Baronin. Ich mache es gern, Maria. Es ist mir wirklich unangenehm. Ich glaube nicht, dass ich was Passendes finde. Augenblick mal, wie wär's mit dem kleinen, hübschen Kleidchen von neulich, als der Baron die Augen nicht mehr von Ihnen lassen konnte? Er konnte die Augen nicht von mir lassen. Aber gehen's. Sie sind doch eine Frau wie ich. Wir bemerken doch sofort, wenn ein Mann Feuer gefangen hat. Hier, das ist es. Der Herr Baron ist zu jedem freundlich. Aber Sie brauchen sich doch nicht zu verteidigen, Maria. Sie sind außergewöhnlich hübsch, mein Kind. Der Baron müsste kein Mann sein, wenn er das nicht bemerken würde. Frau Baronin, ich hoffe, Sie scherzen. Nein, bestimmt nicht. Aber ich habe doch nie etwas getan, was Sie noch... Das brauchten Sie auch nicht, mein Kind. Es gibt nichts Unwiderstehlicheres für einen Mann als eine Frau, die in ihn verliebt ist. In ihn verliebt? Aber natürlich. Nur kommt noch etwas dazu. Er redet sich ein, er liebt sie auch. Aber das ist doch nicht wahr. Sie müssen doch bemerkt haben, wie er sie angeschaut hat. Sonst wären Sie doch niemals so rot geworden, als er vorhin mit Ihnen getanzt hat. Aber nehmen Sie es nicht so ernst. Das wird bald bei ihm vorüber sein. Männer sind ebenso. Dann muss ich gehen. Ich darf keine Sekunde länger hier bleiben. Kann ich noch irgendetwas für Sie tun? Nein, danke. Doch. Bitte sagen Sie dem Herrn Baron nichts über unser Gespräch. Oh nein. Ich würde nicht im Traum daran denken. Leben Sie wohl, Maria. Ich bin überzeugt, Sie werden eine gute Nonne. Champagner. Mir ist jetzt nach Feiern zumute. Dein Wohl. Weißt du etwas? Ziemlich viel, Max. Dann sag mir, wie ich das kleine Fräulein dazu bringe, ihren Einfluss bei Georg geltend zu machen. Die Kinder brauche ich unbedingt zum Sängertreffen. Elsa, es ist wichtig für Österreich. Und für dich noch viel wichtiger. Ich bin ja Österreicher. Du suchst jemanden, der Einfluss erringt. Warum wendest du dich da zum Beispiel nicht an mich?
6, 7, 8. Oh. 2, 7, 5, 2, 6. Oh. Ein nettes Spiel, nicht? 4. Ich bin Nummer 5. Ja, natürlich. 8, 2, 4, 6. 2. Bitte, Frau Baronin, können wir nicht aufhören? Wir sind müde. Aber natürlich, wenn ihr müde seid, wir spielen dann morgen weiter. Es ist so friedlich hier und erholsam. Trink auch einen Schluck. Ich glaube, ich muss es anders anfangen. Ich finde es köstlich, dich mir als Mutter von 7 Kindern vorzustellen. Wie willst du damit fertig werden? Max, es soll gewisse Institute bei uns geben. Ich glaube, man nennt sie Internatsschulen. Baronin Machiavelli. Hm? Onkel Max, wo ist Vater? Ich glaube, er ist drinnen. Was habt ihr denn? Es schaut ja aus wie begossene Pudel. Ach, nichts. Ich habe eine gute Idee. Wir machen eine Probe. Eine Probe? Wir stellen uns vor, wir stehen auf der Bühne der Felsenreitschule. Ich bin zu traurig, um zu singen. Das geht doch nicht ohne Fräulein Maria. Geh, Liesl, hol die Gitarre. Komm, sei lieb, Martha. Also ich will keine Widerrede hören. Jeder nimmt seinen Platz ein. Liesl, gib den Ton an. Also, beweist mir, was ihr könnt. Friedrich, Gretel, warum singt ihr nicht? Ich kann nicht, ich habe einen wehen Finger. Du hast doch neulich auf dem Fest so schön gesungen, Herzl. Worauf wartet ihr? Was macht ihr denn für traurige Gesichter? Ihr seid doch sonst immer so lustig. Los, Liesl. Sie wollten mir nur etwas vorsingen, deine lieben Kinder. Sehr hübsch, sehr hübsch. Macht nur weiter. Georg, was hältst du von einer kühlen Limonade? Danke, mein Schatz. Vater, Ja, Brigitte? ist es wahr, dass Fräulein Maria nicht wiederkommt? Tja, es wird wohl so sein. Was haben wir denn hier? Eine Spezialmischung von mir. Limonade gemixt mit Limonade. Nein, das glaube ich nicht, Vater. Was glaubst du nicht? Das mit Fräulein Maria. Ja, Fräulein Maria. Habe ich euch das nicht erzählt? Sie hat mir geschrieben, dass sie ohne das Kloster nicht leben kann und deshalb von uns weggeht. Tja, da ist nichts zu machen. Nun werde ich mir ein Herz fassen und eine Limonade kosten. Sie hat sich nicht einmal verabschiedet. Das hat sie im Brief getan. Das ist nicht dasselbe. Eine Mischung von sauer und süß. Für mich etwas zu bitter. Vati, bekommen wir jetzt eine neue Erzieherin? Tja. Ich glaube, eine neue Erzieherin werdet ihr nicht mehr bekommen. Nicht mehr? Vater. Nein. Ihr bekommt eine neue Mutter. Eine Mutter? Wir haben uns darüber ausgesprochen. Sie ist einverstanden. Nun werden wir wieder eine glückliche Familie.
Aber was? Geht spielen. Ja, meine Kinder? Mein Name ist Liesel. Ja, Liesel? Wir, meine Brüder und Schwestern, wir möchten zu Fräulein Maria. Fräulein Maria? Ach, Maria. Kommt bitte herein. Wartet hier. Schon gut, Schwester. Ich bin Schwester Margareta. Ich höre, ihr wollt alle Maria besuchen. Wir müssen zu ihr. Glauben Sie es, es ist furchtbar wichtig. Tut mir leid, das ist unmöglich. Wir müssen sie aber wirklich sprechen. Sie ist unsere Erzieherin. Sie hat sich nicht einmal verabschiedet. Sie muss kommen. Wir wollen ja nur einen Rat von ihr. Ich verstehe euch schon, Kinder, aber Maria ist in Klausur. Sie darf mit niemand sprechen. Mit uns schon. Sie wird sich freuen, wenn ich sie habe uns einen sieht. schlimmen Finger. Euer Besuch war wirklich lieb gemeint. Ich werde ihr davon erzählen. Aber jetzt müsst ihr nach Hause gehen. Man wird euch bestimmt schon vermissen. Ihr seid doch vernünftige Kinder. Es geht heute wirklich nicht. Geht brav nach Haus, Kinder. Wer war denn das, Schwester Margareta? Die Trappkinder, ehrwürdige Mutter. Sie wollten zu Maria. Ich weiß nicht, was mit dem Kind los ist. Sie ist mir ein Rätsel. Nicht ein einziges Wort spricht sie mit uns. Immer betet sie nur. Armes Kind. Sie war so glücklich, als sie wieder bei uns war. Und jetzt ist sie unglücklich, ehrwürdige Mutter. Es war mein Fehler. Sie war der Aufgabe noch nicht gewachsen. Ich will Sie sprechen, Schwester Margareta. Unterbrechen wir die Klausur. Ja, ehrwürdige Mutter. Schwester Augusta, Sie gehen mit der neuen Postulantin in den Umkleideraum. Gott schütze dich, meine Tochter. Ave. Ja, kommt herein. Ich warte schon auf Sie. Du bist nicht glücklich gewesen. Es tut mir leid. Ehrwürdige Mutter. Was war denn? Warum hat man dich zurückgeschickt? Ich bin von selbst zurückgekommen. Komm, setz dich, Maria. Erzähl mir, was passiert ist. Ich weiß nicht. Ich habe Angst gehabt. Wovor denn? Waren Sie nicht nett zu dir? Oh, doch. Aber ich war so völlig durcheinander. Noch nie habe ich sowas erlebt. Ich musste weggehen. Ich musste mich einfach in Sicherheit bringen bei Ihnen. Maria, bedenke, unser Kloster ist kein Zufluchtsort. Wovor bist du geflohen? Ich bin vor ihm geflohen. Vor ihm? Danke, Schwester Margareta. Kapitän von Trapp? Also du liebst ihn? Das weiß ich doch selbst nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Die Baronin hat es behauptet. Sie hat auch gesagt, dass er mich liebt, aber ich kann es einfach nicht glauben. Manchmal, wenn wir uns angesehen haben, Mutter, habe ich kaum zu atmen gewagt. Hast du ihm gezeigt, was du empfindest? Wenn ja, dann unbewusst. Ich war in Ihrem Auftrag dort. Es war doch Gottes Wille. Ihm meine Liebe zu zeigen, wäre Unrecht gewesen. Nein, ich durfte nicht bleiben. Ich bin bereit, mein Gelübde abzulegen. Helfen Sie mir bitte. Maria, die Liebe zwischen Mann und Frau ist auch von Gott gewollt. Du bist ein Mensch, der Liebe geben kann. Du musst nur erkennen, wem du deine Liebe geben willst. Ich habe Gott mein Leben geweiht.
Nur ihm wollte ich dienen. Meine Tochter, wenn du diesen Mann liebst, liebst du deswegen Gott nicht weniger. Nein, du musst dich noch einmal prüfen. Du musst wieder zurückgehen. Ehrwürdige Mutter, Sie dürfen mich nicht wegschicken. Bitte lassen Sie mich hier bleiben. Maria, bitte. Man löst keine Probleme, indem man sich hinter Klostermauern versteckt. Du musst dich stellen. Du musst so leben, wie es dir bestimmt ist. Die höchsten Berge steige hinauf, folge jedem Almweg, jedes Baches Lauf. Such in den Bergen Nebel verhüllt, folg dem Regenbogen, bis dein Traum erfüllt. Nur Liebe vermag, was du hoffend erstrebst. Liebe gib jeden Tag und solange du lebst, such in den Bergen Nebel verhüllt, folg dem Regenbogen, bis dein Traum erfüllt. Nur Liebe vermag, was du hoffend erstrebst. Liebe gibt jeden Tag und solange du lebst, such in den Bergen Nebel verhüllt, folg dem Regenbogen, bis dein Traum Das kenne ich ja gar nicht, dass meine Kinder vor mir Geheimnisse haben. Wir haben keine Geheimnisse, Vater. Und es passt doch nicht zu meinen Kindern, dass sie zu spät zum Essen kommen. Wir haben keine Uhr mitgehabt. Aha, so. Mhm. Also wer rückt als Erster mit der Wahrheit heraus? Friedrich? Brigitte? Liesel? Was glaubst du denn, wo wir waren, Vater? Hm? Tja, Wenn du meinst, das wird dir etwas vorschwindeln, hast du sicher eine bestimmte Vermutung. aha, Martha, Ja, Vati? du sagst es mir. Friedrich hat's doch gesagt, Vati. Wir waren Beeren pflücken. Bin ich vergesslich. Ihr wart Beeren pflücken. Ja, Na, ihr wart aber lange weg, nicht? Mindestens 1000 1000. Ich hab voll davon. Was für Beeren denn? Blaubeeren. Blaubeeren. Blaubeeren, ja. Schade, es ist noch etwas zu früh für Blaubeeren. Es waren natürlich Himbeeren. Himbeeren? Es war immer so kalt, da sind sie blau geworden. Oh. Da kann man nichts machen. Zeigt mir die Beeren. Wir haben sie. Ja, weißt du, Na, was ist? Raus mit den Beeren. wir haben keine mehr. Was, ihr habt keine mehr? Was habt ihr denn damit gemacht? Alle weggeputzt. Alle weggeputzt? Ja, wir können gar nicht Allesamt? aufhören. Du glaubst gar nicht, wie Saft geschmeckt. Ja. Nachdem ihr euch gerade den Bauch mit 1000 köstlichen Beeren vollgestopft habt, könnt ihr ja nicht mehr hungrig sein. Und dann kann ich ja Frau Schmid Bescheid sagen, dass euer Nachtmahl heute ausfällt. Du bist an allem schuld. Wir hätten ihm die Wahrheit sagen müssen. Was glaubst du, was wir dann erlebt hätten? Aber vor Hunger sterben ist auch nicht schön. Wir wollten sie doch nur besuchen. Ist das so schlimm?
Ich hab Bauchweh vor Hunger. Sie hätten wenigstens erlauben können, dass wir guten Tag sagen. Ob man vielleicht Gras essen kann? Ich bin so unglücklich. Wenn Fräulein Maria unglücklich war, hat sie immer gesungen. Weißt du noch? Ja. Vielleicht hilft's uns auch. Ich liebe Rosen und Wiesen und Kinder, mag Kupferkessel am Feuer nicht minder, muss beim zum Bett gehen den Abendstern sehen, liegen im weichen Bett finde ich schön. Warum geht's mir aber noch nicht besser? Ganz weiße Kleider mit blauseidenen Schuhen, Schneeflocken, die auf den Zweigen sich ruhen, silberne Bilder und Berge im Föhn, sonnige Frühlingstag find ich schön. Wenn der Hund bellt und ist bissig und ich bin verzagt, ganz einfach sofort wird mein Kummer vergehen. Ich denke an das, das Kinder, bin ich glücklich, wieder Wir bei haben euch Sie zu vermisst? sein. Ich euch noch viel mehr. Wie geht's dir, Kunst? Ich hab Hunger. Aber Gretel, was ist denn mit deinem Finger passiert? Eingequetscht. Wo denn? In kurz seine Zähne. Oh. Liesel, wie geht's dir? Immer dasselbe. Kommen immer noch so oft Telegramme? Nein, Fräulein Maria. Aber es macht mir nichts mehr aus. Ich bin froh, wenn die Schule wieder beginnt. Ach, Liesel, glaubst du, die Schule löst deine Probleme? Du musst dir selbst helfen. Ach, ich habe euch so viel zu erzählen. Und wir erst, Sie werden staunen. Ich bin neugierig. Wir haben es kaum glauben wollen. Vater will wieder heiraten. Wieder heiraten? Ja, die Baronin Schröder. Jetzt verstehe ich. Da ist Vati. Vater, schau, mein Baron ist zurückgekommen. Guten Abend, Herr Baron. Guten Abend. Nun aber hinein mit euch zum Essen. Sie verschwinden so einfach, ohne sich zu verabschieden? Nicht einmal von den Kindern. Ich weiß, es war falsch. Verzeihen Sie mir. Aber warum? Bitte fragen Sie mich nicht. Sie würden meine Gründe nicht verstehen. Ja, Fräulein Maria, Sie sind ja wieder da. So eine angenehme Überraschung. Darf ich Ihnen viel Glück wünschen, Frau Baronin? Und auch Ihnen, Herr Baron. Ich habe gehört, Sie werden heiraten. Ja, ja. Danke, mein Kind. Sie bleiben doch jetzt bei uns. Nicht wahr? Nur bis Sie eine neue Erzieherin gefunden haben. Da bist du. Ich muss mit der Köchin ein ernstes Wort sprechen. Bei dem guten Essen wird noch meine Linie draufgehen. Dir bekommt's auch nicht. Du bist bei Tisch immer so schweigsam. Mhm. Oder macht das der Wein? Wahrscheinlich macht's der Wein.
Ich überlege mir schon die ganze Zeit, du musst doch ein besonders apartes Hochzeitsgeschenk von mir bekommen. Ich weiß, du bekommst mich. Aber trotzdem möchte ich dir aus diesem Anlass etwas besonders Hübsches schenken. Ich habe zuerst an eine goldene Füllfeder gedacht. Aber die hast du ja bereits. Und dann habe ich mir überlegt, vielleicht eine Villa an der Côte d'Azur. Aber sowas Großes lässt sich schwer verpacken. Du, Georg, und was ist mit einer Yacht? Eine schöne, schnittige fürs Mittelmeer. Oder eine winzige für die Badewanne. Hm? Elsa. Auch mit unserer Hochzeitsreise wird es erst ein Problem werden. Sag mal, was hältst du zum Beispiel von einer Weltreise? Obwohl ich sagen muss, dass ich es hier bei dir viel schöner finde. Aber es ist ja auch gar nicht so Elsa. wichtig, wohin. Ja, Georg? Es ist sinnlos, das mit uns. Ich war nicht aufrichtig. Zu uns beiden nicht. Wir passen nicht zueinander. Wenn zwei Menschen von Heirat sprechen, Nicht, Georg. dann... Ich habe dich verstanden. Du brauchst nichts mehr zu sagen. Weißt du, ich habe auch schon oft Bedenken gehabt. So gern ich dich auch habe, wahrscheinlich bist du nicht der richtige Mann für mich. Du bist viel zu unabhängig. Ich suche jemanden, der mich braucht. Oder wenigstens mein Geld braucht. Jeder Augenblick, den ich mit dir verlebt habe, war schön. Ich möchte dir dafür danken. Ja, Georg, dann kommt der Abschied. Ich werde hineingehen, meine Koffer packen und nach Wien zurückkehren, wo ich hingehöre. Und noch etwas, Georg. Aus dem kleinen Fräulein da unten wird bestimmt keine Nonne. Auf Wiedersehen, Georg. Guten Abend. Ich habe das Gefühl gehabt, dass Sie nirgendwo anders sein könnten als hier. Wollten Sie etwas von mir? Hm? Oh nein, 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 nein. Setzen Sie sich doch bitte. Bitte. Darf ich? Wissen Sie, ich habe lange darüber nachgedacht. Zwei Dinge würden mich interessieren. Warum sind Sie so plötzlich davongelaufen? Und was hat Sie veranlasst, wieder zurückzukommen? Weil ich eine Verpflichtung übernommen hatte. Und die muss ich erfüllen. Hm. Ist das alles? Und mir fehlten die Kinder. Ja. Bestimmt nur die Kinder? Nein. Ja. Ist es nicht in Ordnung, dass Sie mir gefehlt haben? Aber doch, doch, freilich. Ich habe nur irgendwie gehofft, Sie würden vielleicht auch... Ja. Es war nicht mehr wie vorher, nachdem Sie weg waren. Wenn Sie uns für immer verlassen, wird's noch schlimmer. Und da habe ich geglaubt, Sie würden es sich überlegen. Wenn die Baronin erst hier sein wird, bin ich bestimmt bald vergessen. Maria, es gibt keine Baronin mehr. Wirklich nicht? Ich verstehe Sie nicht.
Wir haben die Verlobung gelöst und... Es tut mir leid. Ja. Es tut Ihnen leid? Gelöst? Ja. Man kann doch nicht jemanden heiraten, wenn man einen anderen liebt. Das geht doch nicht. Die ehrwürdige Mutter sagt immer, wenn der Herr eine Tür schließt, öffnet er irgendwo ein Fenster. Was hat denn die ehrwürdige Mutter noch gesagt? Dass man wissen muss, wohin man gehört. Deshalb bist du zurückgekommen? Und wirst immer bleiben? Maria? Ich kann nicht mehr weg. Ich muss bleiben. Ich liebe dich. Kann es so viel Glück für mich geben? Mein Leben hatte frohe Tage. Mein Leben hatte manches Mal Leid. Auf meinem Lebensweg vermisste ich was. Es fehlte mir die Glückseligkeit. Nun stehst du hier und du sagst, liebe mich, was ich so gerne tu. So nimm mich und mach du uns glücklich. Ich bleibe dein immerzu. Als du kamst, da war ich selig so wie du. So nimm mich und mach du uns glücklich. Ich bleibe dein immerzu. Weißt du, wann ich zum ersten Mal gefühlt habe, dass ich dich liebe, Maria? Als du dich beim Abendessen auf den Tannenzapfen gesetzt hast. Was? Ich wusste es sofort, beim ersten Ton von dem blöden Pfeifer. Ach, bist du geliebt. Nun stehst du hier und du sagst, liebe mich, was ich so gerne tu. So nimm mich und mach du uns glücklich. Ich bleibe dein immerzu. Als du kamst, da war ich selig so wie du. So nimm mich und mach du uns glücklich. Ich bleibe dein
Maria, gibt es irgendjemanden, den ich um Erlaubnis bitten muss, dich zu heiraten? Warum fragst du denn nicht Die Kinder. Herr Detweiler!
Heil Hitler! Grüß Gott, Herr Zeller. Sie haben wohl noch nicht gehört. Ich bin jetzt der Gauleiter. Heil Hitler! Heil Hitler. Ich komme eben vom Haus des Barons von Trapp. Es ist das einzige Haus weit und breit, an dem ich seit dem Anschluss die Fahne des Dritten Reiches noch immer vermisse. Aber dem haben wir inzwischen abgeholfen. Ich weiß nicht, die ob der Herr Haushälterin Baron- meinte, dass ich sie hier finden würde. Es war die einzige Auskunft, die sie mir geben wollte. Was für eine Auskunft möchten Sie noch haben? Wir möchten nur wissen, wann der Herr Baron wieder da ist. Er ist auf der Hochzeitsreise im Ausland. Mehr wissen wir selber nicht. Sie wollen mir doch nicht einreden, dass die Kinder über einen Monat von ihrem Vater nichts gehört haben. Herr Zeller, soviel ich weiß, pflegt man auf der Hochzeitsreise was anderes zu tun, als Briefe zu schreiben. Aber wenn er wieder zurück ist, erwarte ich, dass er seine Pflichten dem neuen Regime gegenüber erfüllt. Doch selbstverständlich. Übrigens darf ich mich bei Ihnen für die Genehmigung bedanken, dass das diesjährige Sängertreffen heute Abend doch noch stattfinden wird. Ist das bezweifelt worden? Es hat sich in Österreich nichts geändert. Gesang und Musik werden es der Welt beweisen. Hier hat sich nichts geändert. Heil Hitler! Heil Hitler. Kommt, Kinder, gehen wir nach Haus. Warum war der so schlecht gelaunt? Die meisten sind jetzt schlecht gelaunt. Ich glaube, die Fahne mit der schwarzen Spinne drauf macht die Leute so böse. Wird Vater Schwierigkeiten bekommen? Das muss nicht sein. In solchen Zeiten soll man sich niemanden zum Feind machen. Deshalb sollt ihr euch bemühen, heute Abend schön zu singen. Werden wir denn wirklich heute Abend vor so vielen Leuten singen? Schaut her, die singende Trapp-Familie. Hier stehen alle Namen von euch. Liesel, Friedrich, Luise, Brigitte, Kurt, Martha und Gretel. Warum bin ich immer die Letzte? Weil du die allerwichtigste von allen bist. Ah. Kommt, es wird Zeit. Onkel Max, wird Vater nicht schimpfen, wenn wir heute Abend singen? Er wird sich freuen und stolz auf euch sein. Liesel, glaubst du das auch? Traust du mir nicht? Nein. Du bist wirklich ein sehr kluges Kind. Liesel! Liesel! Rolf! Rolf, ich freue mich ja so, dich zu sehen. Wir haben uns so Guten schrecklich... Tag, Liesel. Ich habe ein dringendes Telegramm für deinen Vater. Gib's ihm bitte, sobald er wiederkommt. Er ist auf der Hochzeitsreise. Ja, ich weiß. Das weißt du? Wir wissen über jeden Bescheid. Das verlangt unsere Aufgabe. Wer ist wir? Sorg dafür, dass er es bekommt. Was ist es? Das Telegramm ist aus Berlin. Du kannst doch heute Abend rüberkommen und es selbst abgeben. Tut mir leid, ich habe jetzt wichtigere Aufgaben zu erfüllen. Dein Vater sollte mal nachdenken, was er in Zukunft zu tun hat. Aber, Rolf? Grüß euch Gott, Kinder. Servus. Dass ihr wieder da seid. Hast uns was mitgebracht? Du. Wir freuen uns ja so, dass ihr wieder da seid. Warum habt ihr uns nicht angerufen? Wir haben es versucht, aber wir sind nicht durchgekommen. Glaub mir, ich habe nichts damit zu tun. Wir sind so schnell wie möglich gekommen. Jetzt aber heraus Wunderschön, mit der Sprache. Friedrich. Was habt ihr alles angestellt? Vor allem euer gute Nacht. Und der Lärm in der Früh, wenn einer lauter ist als der andere. Am meisten hat mir euer Gesang gefehlt. Dann seid ihr ja gerade zurechtgekommen. Schauen Sie, Fräulein Maria. Ich meine Mutter. Wir werden heute Abend bei den Sängertreffen singen. Wirklich? Ihr hättet gesprochen, alles gekannt, unsere Lieder gesungen. Überraschung, nicht so Überraschung. Na, du. Eure Überraschungen warten auf der Terrasse. Darüber werden wir uns drinnen Ich unterhalten. hätte es dir doch gesagt, aber du warst nicht da und ich musste sofort eine Entscheidung treffen. Ich hatte Glück, dass die Meldung überhaupt angenommen wurde. Max? Sie werden die Sensation des Sängertreffens. Stell dir vor, 7 Kinder, alle aus einer Familie. Max? Ich glaube, ich habe neulich eindeutig klargestellt, was ich davon halte, wenn meine Kinder in der Öffentlichkeit singen. Kein Wort mehr. Aber das Komitee war einfach begeistert. Max, was haben Sie gesagt? Sowas von Begeisterung habe ich noch nie erlebt. Einmal nur, Schatz, nur dies eine Mal. Ich habe Nein gesagt und dabei bleibt es auch. Georg, du tust es für Österreich. Für Österreich? Es gibt kein Österreich mehr. Aber der Anschluss ist friedlich vor sich gegangen. Wir wollen wenigstens dafür dankbar sein. Dankbar? Weißt du, Max, manchmal denke ich mir fast, du bist nicht mein Freund. Ach, beinahe hätte ich's vergessen, Vater.
Das ist für dich. Maria, er soll doch wenigstens so tun, als ob er mitmachen würde. Sie müssen ihn davon überzeugen. Aber Sie kennen ihn doch. Er wird seine Meinung nie ändern. Dann werde ich mit ihm sprechen. Wenn die Kinder heute nicht auftreten, dann wirft es ein schlechtes Licht auf Österreich. Ah ja, ich weiß schon. Mich trifft's ja auch ein bisschen. Mutter. Ein schönes Wort. Ich sag gern Mutter zu dir. Ich hör's auch gern. Du liebst Vater bestimmt sehr, nicht wahr? Ich spüre das ganz genau. Ja, mein Liebling, sehr. Mutter, was tust du, wenn du glaubst, jemanden zu lieben? Ich meine, wenn du aufhörst, ihn zu lieben. Oder er hört auf, dich zu lieben. Ja, man weint ein bisschen. Und man wartet, bis die Sonne wieder scheint. Das tut sie immer wieder. Es gibt so viele Dinge im Leben, die ich verstehen möchte. Aber ich verstehe sie nicht. Warum eigentlich nicht? Weil du zu jung bist. Manchmal bin ich so unglücklich, dass ich sterben möchte. Und am nächsten Tag freust du dich, dass du lebst. Ja. Bei mir war es auch nicht anders. Und du wirst einmal genauso glücklich werden wie ich. Wenn du es mir sagst, dann glaube ich's. Bist du 16 und du wirst 17, wartet auf dich vielleicht irgendwo einer, der dir gefällt und dir seine Hände reicht. Wie ist Liebe, hoffende Liebe, anders und wundersam? Kommt einmal einer, der mich begehrt, vergeh ich sogleich vor Scham. Dann hört die Kindheit für dich auf und anderes schafft sich Raum. Du wirst erwachsen, reifst zur Frau und es beginnt ein Traum. Du bist jung, mein Kind, und musst warten, aber bald kommt die Zeit. Du bist 16 und wirst bald 17. Wart ein Jahr. Ich wart ein Jahr. Jetzt wart ein Jahr. Sei Liesel. Was ist denn? Berlin. Sie bieten mir das Kommando auf einem Ihrer Schiffe an und legen mir nahe, mich sofort zu entscheiden. Die Befehlsübernahme erfolgt im Marinestützpunkt Bremerhaven morgen. Ach, dass sowas kommen würde, habe ich gewusst, aber nicht so bald. Mich zu weigern, wäre verhängnisvoll für uns alle. Und mitzumachen, ganz undenkbar. Hol die Kinder und sag ihnen irgendwas. Aber nichts, was sie beunruhigt. Sie sollen im Haus bleiben und sich bereithalten. Wir müssen Abschied nehmen von Österreich und von diesem Haus. Heute Nacht noch.
Morgen habe ich Muskelkater und sterbe an gebrochenem Herzen, weil eine gewisse Sängergruppe mir heute Abend fehlen wird. Wenn du das bekannt gibst, sind wir längst über die Grenze. Ich hoffe, du weißt das Opfer zu schätzen, das ich dir bringe. Es bleibt euch auch nichts anderes übrig. Ich weiß, deshalb opfere ich mich ja auch. Aber warum stellt Vati nicht den Motor an? Dumme Frage, weil er nicht will, dass uns jemand hört. Was wird Frau Schmidt und Franz sagen, wenn sie merken, dass wir fort sind? Wenn Sie jemand fragt, können Sie mit gutem Gewissen sagen, dass Sie nichts davon gewusst haben. Kommen wir noch einmal hierher zurück? Einmal sicher. Hoffentlich bald, Lisi. Soll denn der Wagen den ganzen Weg bis in die Schweiz geschoben werden? Stimmt was mit Ihrem Wagen nicht, Herr Kapitän? Ja, ich glaube, es liegt am Anlasser. Karl, versuch du mal dein Glück. Bei dir wird der Wagen bestimmt anspringen. Danke. Sehr gut, Karl. Ich habe nicht gefragt, wo Sie mit Ihrer Familie hinwollen. Und Sie nicht, warum ich hier bin. Offenbar sind wir beide nicht übermäßig neugierig. Ihre Antwort auf das Telegramm steht immer noch aus. Das von Admiral von Schreiber, Marineministerium Berlin. Bisher war mir bekannt, dass der Inhalt eines Telegramms in Österreich nur für den Empfänger bestimmt war. Allerdings in dem Österreich, das ich kannte. Ich habe den Befehl bekommen, Sie noch heute persönlich nach Bremerhaven zu bringen, wo Sie sich zur Verfügung halten werden. Ich möchte Ihnen gern den Gefallen tun. Aber ich weiß nicht, ich fürchte, es ist unmöglich. Wissen Sie, also meine Familie, wir singen heute Abend bei dem Sängertreffen. Und Tatsache ist, dass wir gerade dorthin fahren wollten. Und ich weiß nicht, so plötzlich absagen sollte man nicht, nicht wahr? Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Ja. Ich soll Ihnen glauben, dass ein Kapitän von Trapp in der Öffentlichkeit singt? Glauben Sie mir, das wird ein Auftritt, den Sie in Ihrem Leben nicht vergessen werden. Genau wie Sie, Herr Zeller, habe ich irgendwo versteckte Talente. Ach ja, ja, hier. Das Programm. Aber hier stehen doch nur die Namen der Kinder drauf. Die singende Trapp-Familie steht darauf. Und ich bin doch das Oberhaupt der Familie, nicht wahr? Wollen Sie denn mit diesen Wettermänteln auf die Bühne? Unsere Kostüme sind darunter. Herr Zeller, die Nachtluft ist nicht gut für die Stimmen der Kinder. Als Gauleiter kann ich die Ausführung des Befehls verzögern. Sie singen heute Abend. Die ganze Familie. Auch Sie, Herr Kapitän von Trapp. Damit werde ich beweisen, dass sich in Österreich nichts geändert hat. Und nach dem Konzert fahren wir gemeinsam nach Bremerhaven, Herr Kapitän. Also bitte einzusteigen und wir begleiten die singende Trapp-Familie in die Felsenreitschule. Ach, wissen Sie, begleiten ist eigentlich nicht nötig, Herr Zeller. Nicht nötig? Es ist mir ein Vergnügen. Ich möchte unter keinen Umständen, dass Sie in der Menge irgendwie verloren gehen. Nein. Nein. So, das sagte ich eben schon. Das sagte ich eben schon. Ja, das ist der nächste Ton. Das ist der nächste Ton. Sie sagt man in Rom für ja. Sagt man in Rom für ja. Sagt man in Rom für
ja. Das Manni kommt für ja, das Lied für ja. Sage ja zur Musik, sage ja zur Musik, immer ja. Liebe Landsleute, Österreicher, ich sage euch, lebt wohl. Vielleicht wird es ein Abschied für immer sein. Ich singe jetzt ein Lied, das jedem bekannt ist. Ein Liebeslied. Ihr alle teilt diese Liebe. Und ich hoffe, ihr lasst sie niemals sterben. Edelweiß, auf dem Berge dort oben, blühst so rein, klein und fein, schaust herab von dort droben, blühst wie ein Schneeflöckchen, bleib mir treu, bleib mir treu fürs Leben. Edelweiß, Edelweiß, Leid der Heimat ergehen. Edelweiß, Edelweiß. Klein und fein, schaust herab von dort droben, bist wie ein Schneeflöckchen, bleib mir treu, fürs Leben. Ich hoffe, es klappt alles. Ihr werdet mir sehr fehlen. Und auch das viele Geld, das ich mit euch verdient habe. Ich danke Ihnen, meine Herrschaften, ich danke Ihnen. Der Wettbewerb unseres Sängertreffens ist damit zu Ende. Im Augenblick kann ich Ihnen natürlich das Endergebnis noch nicht mitteilen. Aber während die Jury dabei ist, ihre Entscheidung zu treffen, darf ich Ihnen mit Genehmigung des Komitees eine Zugabe ankündigen. Ich fürchte, wir werden für lange Zeit zum letzten Mal die Freude haben, die Trapp-Familie zusammen singen zu hören. Denn auf Korvettenkapitän von Trapp warten hier schon einige Herren, die ihn nach Bremerhaven eskortieren werden. Die Marine des Dritten Reiches wird ihm ein Kommando übertragen, wie er es gewünscht hat. Das Dritte Reich. Und nun, meine Herrschaften, noch einmal die Trapp-Familie, die sich hiermit von Ihnen verabschiedet. Traurig schlägt in der Halle vom Kamin eine Uhr und sie mahnt, nun geht heim, seid klug.
Auch oben im Kinderzimmer mahnt eine Uhr ins Bettchen und sie sagt Kuckuck. Kuckuck, Kuckuck. Nur ungern will ich gehen, vom Zimmer bleib ich stehen und sag, leb wohl zu Ade, lebt wohl, auf Wiedersehen, gute Nacht. Ich hätt noch gar nicht an mein Bett gedacht. Ade, lebt wohl, auf Wiedersehen, adieu. Nun ist's genug. Adieu, adieu, ich geh. Ade, lebt wohl, auf Wiedersehen, goodbye. Ich fliege wie ein Vogel in sein Nest. Ade, lebt wohl, auf Wiedersehen, good night. Die Sonne geht, der Mond steht schon bereit. Lebt wohl. Lebt wohl, lebt Sehr geehrte Herrschaften, soeben erhalte ich die Entscheidung der Preisrichter. Ich beginne wie üblich mit der Verleihung des dritten Preises. Er geht nach einstimmigem Beschluss der Jury an die erste Solistin des Chors der St. Agatha-Kirche in Mühlbach, Fräulein Schweiger. Preis 2, das Tobi-Reiser-Quintett. Den ersten Preis, die höchste Anerkennung Österreichs, erhält die singende Trapp-Familie. Die Familie von Trapp. Sie sind weg, Gauleiter! Kommen Sie, Baron. Sie müssen hier weg. Kommt, Kinder, schnell. Habt keine Angst. Ich habe ein gutes Versteck für euch. Langsam, Schwester Bertha, langsam. Die können warten. Öffnen Sie das Tor! Guten Abend.
Beeilen Sie sich doch, Schwester. Zwei Mann da rein. 6 Mann durchsuchen den Hof. Ihr überwacht den Durchgang. Schnell. Ehrwürdige Mutter, wir hätten nicht herkommen dürfen. Wir bringen Sie nur in Gefahr. Nein, Maria, es war ganz richtig, dass ihr gekommen seid. Vielleicht können Sie uns Ihren Lieferwagen borgen. Der würde Ihnen jetzt auch nichts mehr nützen, Herr Baron. Vorhin kam im Radio durch, sämtliche Grenzen sind hermetisch geschlossen. Damit haben wir rechnen müssen. Dann werden wir eben zu Fuß über die Grenze gehen. Ja, aber die Kinder. Wir helfen Ihnen, es wird schon gehen. Wir brauchen keine Hilfe, Vater. Maria, du wirst nicht allein sein. Es steht geschrieben, ich werde meine Augen erheben zu den Bergen, von denen mir Hilfe kommt. Ja, Mutter. Ich habe solche Angst. Glaubst du, ich nicht? Gott sei mit euch. Mutti. Ja? Vielleicht haben wir nicht so viel Angst, wenn wir unser Lied singen. Oh nein, Herzog. Diesmal wird es nicht helfen. Und jetzt müssen wir mäuschenstill sein. Komm her zu mir. Weitermachen, vielleicht sind Sie auf dem Dach.
Maria, weg mit den Kindern. Sie wollen wir haben, nicht Ihre Familie. Wirf das weg. Keinen Schritt weiter, oder ich schieße. Es macht dir Spaß, damit zu spielen. Aber im Grunde gehörst du nicht zu denen. Stehen bleiben, sage ich. Komm mit uns, Junge. Bevor es zu spät ist. Noch einen Schritt weiter. Und ich leg Sie um. Gib das her, Rolf. Haben Sie mich nicht verstanden? Ich erschieße Sie. Rolf. Du wirst nie einer von denen werden. Scharführer! Scharführer! Hier sind Sie! Hier! Ehrwürdige Mutter, ich habe gesündigt. Ich auch, ehrwürdige Mutter. Was habt ihr denn getan, Kinder?